Hallo, heute sind wir im Erlebniszoo Hannover. Ja, die Katas, die wir hier im Zoo Hannover halten, gehören zu den Lemuren, leben ursprünglich auf Madagaskar und sind auch dort stark bedroht in ihren Beständen. Das liegt daran, dass die Galeriewälder, die sich vor allem im Süden Madagaskars befinden, immer mehr zurückgehen. Holzabbau spielt da eine Rolle, aber auch Land- und Viehwirtschaft. Und auch nach wie vor nicht zu unterschätzen, auf Madagaskar ist die Jagd auf kleinere Primaten und auf die Lemuren auch ein Bedrohungsfaktor, der hier eine Rolle spielt. Wir haben, ähnlich wie bei den Gürtelwaris, auch hier eine Männergruppe im Zoo als Beitrag für das europäische Zuchtbuch, weil da eben immer mal wieder junge Männer aus den Geburtsfamilien rausgenommen werden müssen, die sich aber, insbesondere wenn es sich um Tiere handelt, die zusammen aufgewachsen sind, auch langfristig und über das ganze Leben eigentlich gut verstehen können. Hier haben wir halt 4 Männer bei den Katas, 2 Zwillingspärchen. Die sind inzwischen schon eine Seniorentruppe, das sind 4 Herren, die jetzt hier schon seit inzwischen schon Jahrzehnte fast zusammenleben. Was hier sehr auffällig immer ist, wenn man hier sich ein bisschen länger mit beschäftigt, ist die Rangordnung. Man hat es jetzt gerade vielleicht in der Audienz oder bei den Fütterungen ein bisschen gesehen, das sind in der Kamera immer dieselben Tierchen zu sehen gewesen, weil hier gibt es halt wirklich eine klare Rangordnung. Die Chefs dürfen, die anderen müssen erstmal zugucken, bis die Chefs fertig sind, und dann kommt dann auch mal die Rangniedrigen zum Zuge. Ja, man kann auch die Zwillingspärchen sehr gut unterscheiden, alleine schon an der Augenfarbe. Die 2 Herren hier, das sind Ole und Michel mit den dunklen Augen, und die 2 mit den hellen Augen, das sind Justus, Bob und Peter fehlt von den 3 Fragezeichen, aber die beiden sind halt auch Zwillinge. Wir machen hier natürlich auch Beschäftigung, auch viel über Futter, zum Beispiel auch mit Beuten. Man kann das hier bei uns per Fütterung sich sozusagen mieten, und dann ist natürlich auch eine Wahnsinnsbeschäftigung für unsere Katas. Immer wieder neue Gerüche, immer wieder neue Leute, die hier reinkommen, und das wird von unseren Katas auch zum Beispiel sehr gut angenommen. Läuft natürlich auch über Futter, und man sieht man auch ganz schnell wieder, wie käuflich man dann ist als Kater. Ne? Wenn das Futter alle ist man auch weg. Natürlich machen wir hier auch andere Beschäftigungen, aber die Katas sind da etwas einfacher gestrickt. Da muss man sich schon leichtere Sachen einfallen lassen, nicht so wie bei zum Beispiel Menschenaffen etc. Da muss man halt schon genau die Beschäftigung aussuchen, damit es für die Katas halt passt. Wenn man sich die Hände von den Katas so anguckt, dann sieht man schon gewisse Ähnlichkeit zu uns Menschen, ne? Also so Primaten, Halbaffen. Aber man sieht auch, wie enorm kräftig diese Hände sind, weil schon als Jungtier muss man sich ja ordentlich gut festhalten. Man wird gleich hinten auf den Rücken geschmissen sozusagen, darf mitreiten, muss sich aber natürlich auch gut festhalten können, und das geht natürlich über das ganze Leben sehr fingerfertig. Man muss viel mit den Fingern machen, man muss sich überall immer gut festhalten, auch beim Klettern natürlich etc. Und das ist schon beeindruckend. Wenn ihr jetzt
noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.